So Leute, also heute werde ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ich es ja auch schon angekündigt hatte. Dann ich werde euch erzählen, was man im echten Remake, was natürlich noch nicht finalisiert ist, schon alles sehen konnte, beziehungsweise was ich sehen konnte und die 3 anderen Kollegen, die auch dabei waren bei dieser Vorstellung davon. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen gestellt und kann auch sehr, sehr viele Sachen beantworten. Und bei vielen Sachen möchte ich auf jeden Fall, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Also erstmal zu den Gegebenheiten. Das waren so Pressevorstellungen, wo Leute eingeladen wurden, die was mit Gothic zu tun haben oder Streamer oder was auch immer. Gab es wirklich alles von jeder Richtung, kann man sagen. Und ja, da wurde zuerst mal die Battle Playground Demo nochmal gezeigt von dem Entwickler, das Kämpfen, die Magie, alles halt, was man da schon gesehen hat. Wurden ein paar Fragen noch dazu beantwortet und so weiter und so fort. Und ja, danach hat er das jetzige richtige Remake mal geöffnet. Und ja, genau, dann hat er uns ein bisschen was gezeigt, uns Fragen dazu beantwortet, uns kurz selber was probieren lassen und so weiter und so fort. Und da werde ich jetzt gleich mehr davon erzählen. Also jetzt gehen wir kurz einen kleinen Hink rein ins Monster- und World-Design so ein bisschen. Also wie ihr schon aus mehreren Interviews und Podcasts und was auch immer bekannt ist, wird die Welt ja 20-30% größer. Hat man auch in Making-ofs schon gehört. Und eine coole Neuerung bei den lieben Kreaturen ist, klar, so wie in meinem Interview erwähnt worden ist, dass es jetzt junge, erwachsene Tiere und so weiter und so fort gibt. Aber es gibt noch zum Beispiel bei den Schattenläufern so ein bisschen was Spezielles. Da gibt es nicht nur die Jungen und Erwachsenen und Großen und wie auch immer, sondern da wird es auch noch spezielle Varianten geben, von denen wir jetzt noch nicht mehr wissen. Das hatte Kai Rosenkranz erwähnt gehabt. Und der Entwickler hat das bestätigt und hat gesagt, wir dürfen das auch hier in unseren Beiträgen dazu erwähnen. Das heißt, wir können mal gespannt sein, was es für eine bestimmte Art von Schattenläufer geben wird, von der wir noch nichts wissen. Und bei den Trollen gibt es auch noch verschiedene Arten. Aber da wissen wir jetzt nicht, ob das einfach nur die Jungen und die Erwachsenen und die normalen Trolle sind, wie auch immer. Das werden wir dann sehen. Vielleicht auch wie in Gothic 2 ein schwarzer Troll. Vielleicht einfach eingefügt, weil es den ja schon in Gothic 2 gab. Wer weiß. Da werden wir dann sehen, mehr sehen. Ich meine, bei den Orks gibt es ja auch Variationen, wie wir in den Videos gesehen haben, dass die gleichen Ork-Arten trotzdem verschiedene Rüstungsteile anhaben, ein bisschen anders aussehen und so weiter und so fort. Erstmal machen wir jetzt einen kleinen Übergang ins Gameplay, ins Kampfsystem, ins Skillsystem. Das habe ich jetzt alles unter einen Punkt gepackt. So. Also am Anfang hatten wir jetzt erstmal, da sind wir erstmal durch die Welt geirrt. Wir wollten das neue Lager sehen, wir wollten die Wassermagier sehen. Dann hatte der Entwickler versehentlich die Ori-Zielszene getriggert, die übrigens richtig nice aussieht. Und unter anderem ist jede Ingame-Sequenz im Spiel, also jede Sequenz mit Ingame-Grafik gerendert. Das heißt, wir haben da nicht hochpolierte Videos für, sondern tatsächlich mit Ingame-Grafik ist jede Zwischensequenz im Spiel. Und das finde ich schon richtig nice. Und danach, nachdem diese Sequenz getriggert wurde, natürlich, so wie wir es im Original Gothic kennen, greifen dich doch die Söldner und die Wassermagier danach einfach alle an, weil du hast ja im Prinzip Scheiße gebaut als namenloser Held. Du hast den Erzhaufen, die komplette Energie genommen für deinen Plan, der sowieso nicht funktioniert laut Sataras. Und Sataras haben wir auch gesehen. Der sieht immer noch genauso grimmig aus wie früher. Doch. Eine Sache, die wahrscheinlich jeder von uns nachvollziehen kann, ist, dass es sich natürlich sehr atmosphärisch anfühlt, so wie auch im damaligen Gothic durch die Spielwelt zu gehen. Man könnte schon fast sagen, atmosphärischer als im Original Gothic. Aber natürlich haben wir da mit der Nostalgie andere Gefühle mit, das ist ja klar. Aber es ist halt wirklich wunderschön. Egal, ob wir jetzt Richtung neues Lager gelaufen sind, altes Lager, einfach durch die Natur. Im Sumpflager, da fühlt man sich noch mehr crazy als vorher. Das finde ich echt super. Also ich muss sagen, das World-Design, das Gameplay dazu, das ist wirklich wunderschön. Wie gesagt, es stört mich natürlich ein bisschen immer, wenn wir darüber nachdenken. Die Monster-Designs, die verändert sind manche, stören mich tatsächlich sehr. Ich meine, der Varan, der sieht halt ein bisschen aus wie ein Krokodil. Das stört mich tatsächlich. Die Scavenger sehen gefährlicher aus als ein Snapper. Andersrum wäre es wahrscheinlich ein bisschen schöner gewesen. Oder man hätte grundsätzlich den Snapper etwas gefährlicher aussehen lassen. Weil Snapper sind natürlich deutlich stärker. Was mir auch noch aufgefallen ist, nicht nur in der Kampfdemo, auch als wir es kurz testen konnten, bei der richtigen Remake-Version, die Monster versuchen dich zu umkreisen, dich zu umzingeln, des Öfteren. Ich meine, das ist bei Wölfen gewesen, bei Orkhunden war das gewesen. An einer Stelle, wo 2 Schattenläufer waren, haben die auch versucht, mich zu umkreisen. Ich weiß nicht, ob das geplant ist oder ob das da bei den Schattenläufern vielleicht was anderes sein sollte. Aber ich finde es natürlich supi, die versuchen dich zu umkreisen. Die versuchen eine Strategie gegen dich einzusetzen. Also ich finde das jetzt an sich, ist es kein schlechtes Feature. Also die haben halt eigenes Rudelverhalten.
Bei den Goblins habe ich das jetzt nicht so gut bemerkt. Das sah aus, als sie von vorne auf dich draufgehen. Das fand ich ja beim Original besser, wo sie dann wirklich seitlich um dich gelaufen sind, dich versucht haben, von hinten drauf zu hauen auf dich. Von vorne immer dich versucht haben zu umkreisen. Das fand ich eigentlich schöner. Aber das neue System ist ja an sich wirklich nicht schlecht. Muss ich halt sagen. Auf jeden Fall. Und was ich halt auch einerseits nice und einerseits schlecht finde, wenn man es mit dem Original vergleicht, ist, dass sich zum Beispiel schnellere Monster unendlich verfolgen und nicht einfach aufhören, dich zu verfolgen. Also bisher war es so, du konntest einen Orkhund oder einen Wolf oder so nicht entwischen. Aber andererseits sagt es dir im Gameplay, überleg dir einmal mehr, gehst du da rein oder gehst du da nicht rein? Überlegst dir lieber einmal mehr, weil du kommst da aus der Sache nicht mehr raus, wenn du es nicht gewinnst. Natürlich kannst du speichern und laden, das ist ja klar. Aber viele Spieler möchten es ja gerne sehr atmosphärisch spielen. Und manche, wenn sie es ja nur kurz versuchen wollen, können sie es auch so machen, das ist kein Problem. Was geil ist in der Nacht, wenn du ein Licht oder eine Fackel zündest, entdecken dich Monster eher und laufen zu dir. Auch von etwas weiter weg, weil nachts reagieren sie auf das Licht. Sie reagieren auch auf Geräusche. Solltest du zu laut sein, bemerken sie dich auch früher. Wenn du schleichst und dich hinter denen vorbeischleichen willst, geht das. Aber da musst du halt darauf achten. Ich würde mal sagen, dass sich auf jeden Fall Schleichen mehr lohnt im Remake als den damaligen Original. Und das finde ich ja auch wiederum wirklich, wirklich sehr gut. Eine Sache, die ich noch vergessen habe, jetzt zu diesem Punkt zu sagen, ist, manche Monster reagieren auf Fackeln und nähern sich dir nicht, wenn du eine Fackel hast. Sie haben Angst vor Feuer. Wiederum vor Licht haben sie keine Angst, weil Licht greifen sie dich an. Das Beispiel, welches Monster das war, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber wir hatten auf jeden Fall ein Beispiel bekommen, wo ein Monster dir nicht zu nahe kommen wollte. Also was ich wieder super interessant finde, ist, dass es ja so ein Schwierigkeitsgradsystem geben wird, mit verschiedenen Reglern. Zum Beispiel, wie schlau sich die KI verhält, wie schnell du irgendwelche Statuseffekte triggern kannst. Und ich gehe auch davon aus, dass es irgendeinen Regler für Leben und Schaden noch geben wird, damit man einfach sozusagen den Schwierigkeitsgrad so auf seine eigenen Wünsche anpassen kann, wie man möchte. Was ich interessant finde, beim Interview mit Reinhard Polischer hatte ich gefragt, ob es ein Giftsystem geben wird. Daraufhin wollte er kurz was sagen, hat aber dann gesagt, dazu kann ich noch nichts sagen. Also wie gesagt, es könnte ja sein, dass es wirklich ein Giftsystem gibt oder man kann Waffen vergiften oder was auch immer. Es könnte natürlich aber auch sein, dass es einfach mit dem Stardust-Trailer zum Beispiel zu tun hat, dass man ja jeder irgendwann mal der Wirkung der Barriere erliegt, was auch ein interessantes Feature wäre. Aber da ist halt die Frage, was wird's? Was wird es werden? Da bin ich wirklich super gespannt drauf. Was ich halt wirklich super interessant fand, war der versunkene Turm von Xardas, als wir ein Skelett gesehen haben, das uns Staub ins Gesicht getreten hat. Ich frage mich halt, ob man das auch lernen kann als schmutzigen Trick oder die Gegner es nur benutzen können oder nur ein paar Monster es benutzen können. Das wäre halt ein interessantes Feature, was man nutzen könnte. Mal wie gesagt, bei Two Worlds hieß das zum Beispiel schmutziger Trick. Fand ich auch immer ganz interessant, habe ich tatsächlich nie genutzt dort. Aber wenn das wirklich nützlich ist, wäre das ja gar nicht so schlecht. So, ich wollte jetzt mal einmal Richtung Kampfsystem gehen und ein bisschen erzählen, was ich davon halte. Also meiner Meinung nach fühlt sich das einfach noch nicht smooth genug an. Also mit dem Schwert, mit der Axt, egal ob Einhand oder Zweihand, ich finde, es fühlt sich momentan nicht so gut an. Der Bogen fühlt sich nicht schlecht an, aber macht meiner Meinung nach zu wenig Schaden. Die Armbrust wiederum ist besser als in Gothic 3, was auch nicht schwer ist, aber ich würde mal sagen, trotzdem nicht gut genug. Also natürlich, man lädt lange auf, ist realistischer und so weiter und so fort, aber sie macht dafür, finde ich, ein bisschen zu wenig Schaden. Ich glaube, man muss ein bisschen noch an der Balance geschraubt werden. Und dann habe ich einen Stab und einen Speer ausprobiert. Und mit denen habe ich mich einfach vollkommen overpowered gefühlt. Mehr Reichweite, ich konnte die Gegner damit stackern. Also ich fand das extremst overpowered. Muss ich halt auch dazu sagen. Also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen Balancing rein. Dann gehen wir mal noch zur Magie rüber. Bei der Magie, dass man den Feuerball so aufladen muss so lang, weil wenn ich ihn nur auf 1 auflade, macht er wirklich so wenig Schaden, das lohnt sich nicht. Wenn ich auf 3 auflade, macht er auch nur so ein bisschen Schaden und du kannst dich halt nicht repositionieren oder irgendwas in der Art. Du musst auf der Stelle stehen. Ich habe wirklich mich teilweise erwischt, mit dem Eis zu vereisen und dann Feuerbälle drauf zu werfen. 2 Stück oder sowas in der Art, bis die dann sterben. Und dann habe ich einfach gemacht, mein System geändert, sozusagen, wie ich spiele, und habe nur das Eis benutzt die ganze Zeit, bis die tot waren. Und weil es einfach viel nützlicher war, die zu vereisen und dann weiter zu töten damit. Es muss halt wirklich optimiert werden. Der Feuerregen hat sich auch okay angefühlt, aber nicht gut. Also nicht so gut wie in Gothic 1. In Gothic 1 hat er sich ja theoretisch auch nicht perfekt angefühlt. In Gothic 2 hat er sich super angefühlt. Und zum Beispiel der Feuersturm, der ist vollkommen overpowered zum Beispiel. Der ist richtig, richtig overpowered. Und ich würde sagen, das muss auch wieder genervt werden. Das sind halt so Sachen, die ich halt in der Balance momentan schlecht finde.
Dann gibt es noch die Ausweichrolle, ein Riesendorn im Auge von Gothic-Spielern. Und meiner Meinung nach fühlt sich der auch sowieso nicht gut an. Und dann gibt es auch noch das Parryen, wenn du genau in den richtigen Moment blockst, habe ich nicht einmal hingekriegt, bin ich ehrlich. Und beim normalen Blocken kannst du noch ein paar Mal hinfallen. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, ob es irgendwie ein Feedback gibt, wo man sehen kann, oh, dann fällst du dann genau runter. Du darfst jetzt nicht mehr blocken oder sowas. Das sind halt Sachen, die mir ziemlich Sorgen machen. Aber das kann man ja alles eigentlich noch bis zum Release anpassen. Ist meine Meinung dazu. Was ich wiederum ganz cool finde, ist das System, dass du während des Kampfes einen Heiltrank trinken kannst, so wie bei den Dark Souls Spielen, so ähnlich im Prinzip. Und du kannst abgebrochen werden, theoretisch. Auch wie in den Dark Souls Spielen. Großer Punkt. Cut-Content aus Gothic 1. Das berühmt-berüchtigte Goblin-Werfen von Trollen wurde eingefügt. So wie auch das Fleisch hinwerfen und die Monster lassen sich so sozusagen ablenken. Was ich als super Features erachte. Jetzt noch kurz zum Schlösserknacksystem, dass man in den verschiedenen Layern die richtige Stelle finden muss und dass sich dann auch andere Layer ändern. Ich habe, to be honest, das Schlösserknacken nicht zu 100% bisher verstanden. Auch als ich es angetestet habe, habe ich es nicht zu 100% verstanden. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das genauer beschreiben könnt. Also zum Kampfsystem, zum Gothic Remake müsste ich eigentlich jetzt alles erwähnt haben. Wenn nicht, bei dem lieben Podcast mit dem lieben Xardas LP, wo wir bald jetzt ein neues Podcast-Format zusammen starten, werden wir bestimmt noch auf ein paar andere Themen kommen, die ich jetzt hier in dem Video nicht erwähnt habe, beziehungsweise vergessen habe. Aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen zum Skillsystem. Also das System mit den Lernpunkten wurde beibehalten, wie ihr alle wisst. Wir können jetzt irgendeinen Skill lernen, der uns Verteidigung gibt, ohne Rüstung. Was ich ein bisschen komisch finde, aber schauen wir mal. Vielleicht nennt sich das auch Widerstandsfähigkeit oder so. Uns wurde das auf jeden Fall erzählt. Interessant, werden wir mal sehen. Anscheinend gibt es 8 Movesets für verschiedene Waffen. Wie ich ja schon auch erwähnt hatte, habe ich Stab, Speer getestet, Zweihand-Axt, Zweihandschwert, Einhandschwert, Einhand-Axt, das alles in der Art habe ich ja schon getestet. Es gibt auch einen neuen Skill, das ist sehr interessant, Spruchrollen craften. Wir haben auch direkt ein Beispiel bekommen, wo wir zum Beispiel wahrscheinlich die erste Spruchrolle craften werden, außer wir haben genau in der Welt uns umgeschaut. Und das wäre zum Beispiel, wenn wir mit Diego zum Troll gehen, dort ist ja der Brief. Und in dem Brief steht ja auch drin, wie man einen Troll bekämpft. Und dann ist da auch ein Rezept für eine Spruchrolle des Monsterschrumpfens. Und dann können wir uns das selber craften, aber die Materialien liegen da auch rum. Man kann es also selber craften und dann benutzen. So, jetzt gehen wir in Richtung Geschichte-Story. Also die Fokusorte wurden überarbeitet und manchmal auch stark überarbeitet. Aber ich muss halt sagen, da im Bergkloster, wo man mit dem lieben Gorn hingeht, das sieht halt schon wirklich sehr gut aus. Also das muss ich auf jeden Fall sagen. An den Fokusorten wurden auch teilweise ja die Rätsel geändert. Teilweise gibt es Erzportale, zu denen ich gleich noch was dazu erzähle. Wir kennen ja den guten alten versunkenen Turm von Xardas. Der ist jetzt wirklich riesig. Reinkommen tut man immer noch unter Wasser wie früher, aber der geht halt in die Höhe und du kommst immer vom Stockwerk zum Stockwerk. Da gibt es Portale. Da gibt es auch ein Erzportal. Das Besondere daran ist, der reagiert genauso wie der Barriere. Solltest du ihm zu nahe kommen, stößt er dich ab. Aber es gibt anscheinend Items, die du dann ergattern kannst im Spiel, damit du in so ein Erzportal zum Beispiel rein kannst. Aber was für ein Item, das hat er uns nicht erzählt, weil wir das halt nicht gefunden haben, wo wir es uns angeschaut haben und so weiter und so fort. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, auch die verschiedenen Monster und die verschiedenen Skelettdesigns, die ich da gesehen habe. Die fand ich schon wirklich cool. Und apropos Design von Xardas alten Turm. Das sah zuerst für mich aus, als ob ich jetzt irgendwie in einer Elbenstadt bin. In einem Eingang einer Elbenstadt aus Herr der Ringe. Aber nicht im schlechten Sinne und eher in so einem dunklen Design. Aber es sah halt aus wie so eine Herr der Ringe Elbenstadt. Ich fand das Design wirklich toll davon. Also seid wirklich darauf gespannt. Das wird, glaube ich, einer der Highlights vom Remake werden. Wenn man das erste Mal dort sein wird. Und die Musik war da auch verdammt passend. Jetzt noch ein kurzer Fakt zur Musik ist, wenn man zum Beispiel zum Xardas alten Turm herangeht, läuft eine andere Musik als im versunkenen Turm selbst. Genauso wie du zu Xardas aktuellen Turm hingehst, eine andere Musik hast und im Turm auch eine andere Musik hast. Also es gibt tatsächlich deutlich mehr Musikstücke fürs Remake, die schön komponiert wurden als davor. Das macht es natürlich alles immer noch viel atmosphärischer. Kai Rosenkranz ist aber auch wirklich einer der besten oder der beste Komponist, den man im Gaming kennt, muss ich halt sagen. Wie gesagt, einer der besten auf jeden Fall. Jetzt wollte ich noch was ansprechen bezüglich der Wassermagie im neuen Lager. Weil ich wollte mir das ja genauer ansehen, da habe ich dann die Frage gestellt, ob wir da hin können und uns das ansehen können. Wo ja auch die Urizil-Szene getriggert wurde.
wie ich ja euch schon erzählt hatte. Die Sache ist die, ich habe auch gefragt, wieso das Design jetzt dort so ist, wie es ist. Weil vorher war es ja wirklich sehr schlicht im richtigen Gothic 1. Und jetzt im Remake sieht es ja brutal aus, als ob da irgendjemand vorher gelebt hat, das alles aufgebaut hat und so weiter und so fort. Und anscheinend wird es dafür eine Begründung geben. Mein Guess ist vielleicht, dass da irgendeine alte Kultur erwähnt wird oder sowas in der Art. Vielleicht sogar die aus Jacken da, vielleicht nehmen sie das sogar als Grund. Ich weiß es nicht, weil sie es nicht genauer gesagt haben, aber die haben gesagt, es gibt eine Begründung, warum das nicht mehr so schlicht ist wie im Original Gothic 1. Wisst ihr, was dann aber noch fehlt dort? Ein Whirlpool für die Wassermagier. Das ist wirklich das Letzte, was denen fehlt, um ihre Hochmäßigkeit zu unterstreichen in diesen prunkvollen Gemächern. Also wie schon beim Interview mit Reinhard Polisch erwähnt, wird es Orksprachen geben. Da habe ich noch ein bisschen genauer nachgefragt, als wir bei der Pressevorführung waren, und es wird mehrere Stufen der Orksprache geben. Und man braucht das Ululmolo natürlich auch, um mit den Orks zu interagieren. Natürlich gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, einfach die Orks auszulöschen, aber wir wissen doch alle als Gothic-Fans, wir wollen so viele Quests wie möglich machen, also werden wir sie schön am Leben lassen. Also mein Fazit zu der ganzen Sache ist, die Atmosphäre und das Design der Welt gefällt mir sehr. Viele der Änderungen der Spielwelt gefallen mir bisher auch wirklich sehr. Ich freue mich darüber, dass es viel Card-Content geben wird. Das Kampfsystem ist, auch wenn es noch nicht gut ist, besser als beim Nihilus-Prolog und ein bisschen besser als bei der Battle Playground-Demo, als wir das im richtigen Remake kurz angetestet haben. Also im richtigen Remake, was bisher so existiert. Es ist natürlich noch nicht komplett fertig. Ist ja nur eine Vorführung von dem, was bisher existiert. Stand da auch links oder rechts oben? Das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall. Und eine Sache, die der Entwickler erzählt hatte, was mir wirklich nicht gefällt, das mache ich jetzt zum Fazit einfach dazu, dass Xardas in einigen Passagen anscheinend Witze machen soll. Er ist aber nicht genau darauf eingegangen, was damit gemeint ist. Und dann werden wir mal sehen, wie es wird. Und ich danke, dass ihr alle hier so lange dabei gewesen seid. Und wir hören uns und es wird natürlich weiterer Gothic-Content kommen, weitere Gothic-Challenges und auch weitere Interviews und weitere Gothic-Podcasts. So wie immer bei mir. Also, ich wünsche euch einen nice Tag, Leute, und ich freue mich und schaltet gerne wieder ein und lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ihr wirklich, gefühlt alle, die meine Videos gucken, sind keine Abonnenten. Da muss mal was kommen, Leute. Danke. Ciao, ciao.